Cold coffee, my old boots are by the door. Nobody's calling, but I don't mind it anymore. 'Cause I've had enough of the rat race, the city life, the social grace. Burnt out on comfort and so tired of keeping score. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SRS Sport. Heute Technik. Wir haben die SWT 143 vor mir stehen. Optisch an der G-S angelehnt. Basis ist der R100R Rahmen mit Zentralfederbeinaufnahme, Rahmenverstärkung. Vorne Wide Power 48 mm Upside-Down-Gabel. Als Adapter dient da unser Gabelbrücke. Das Vorderrad ist Hahn Wheels. Gebremst wird hier auf Braking 320 mm. Gehen wir von vorne nach hinten. Hier haben wir den Mefo Explorer Reifen. Deswegen habe ich mich heute nicht so viel getraut, so viel Blödsinn zu machen. Wir haben ja immer noch Frühling und es ist alles nass hier. Vorne deckt ein UFO-Kotflügel das Vorderrad ab. Dann haben wir die Brotdose. Die Brotdose ist kombiniert mit dem Siebenrock SGS 2 Tacho und unserem Zündschloss Sport. Auf der Gabelbrücke thront der WRP Lenker. Das ist ein konifizierter Lenker. Der gibt auch mal schön nach. Der ist elastisch, ist das falsche Wort, aber er verträgt einiges. Maßgeblich am Design trägt der 32 Liter Tank bei. Der ist echt wunderschön. Mir zu schade für sowas, muss ich echt sagen. Ich habe echt Bedenken gehabt, da heute Blödsinn zu machen. Mit dem Motorrad könnten wir Hinterrad fahren, wir könnten hier so viel Blödsinn machen, aber wenn ich da drauf falle, dann würde ich wochenlang weinen. Natürlich muss die Sitzbank dann rot sein, wie würden die in schwarz aussehen, wäre ja gar nicht hübsch. Das Rahmenheck hat der Marc selber gemacht. Der hat es aus einem alten G-S oder Basic Heck gezaubert. Ich habe ihn vorgewarnt und habe zu ihm gesagt, es wäre besser, wenn er unser Basic-Bausatz kauft. Jetzt im Nachhinein hat er gesagt, stimmt, es wäre viel einfacher gewesen, viel einfacher gewesen, wenn er vom Neuen begonnen hätte. Motor ist ein 1000er, ziemlich warm jetzt, nachdem ich da über den Acker gefahren bin. Hier mit dem Wüstenfilter. Abgasanlage ist eine Kombination von Zach, ein bisschen abgeändert hier im Bogen, macht sich gut, hat auch einen schönen Klang. Das Hinterrad hängt an der 1100er Schwinge, hat hier unsere SWT-Radnabe in Kombination mit dem Hahn Wheels, mit der Hahn Wheels Excel-Felge. Was schön ist, dass er unser Fußraster verbaut hat. Hier hat er sich noch was gedacht und hat im Zubehör geschaut und hat unseren Schalterhebel mit diesem Adapter versehen. Auch der Seitenständer ist eine komplette Eigenreaktion von ihm. Sieht im ersten Moment ein bisschen komisch aus, dass er nach innen geht, aber er ist halt platzsparend und er funktioniert. Am Hinterrad funktioniert die Dämpfung mit dem Hyper Pro Federbein, das wir hätten eigentlich abdecken sollen mit einem Sack, den wir im Programm haben. Mache ich noch, ich muss das Motorrad eh wieder waschen. Wenn wir oben rum mal schauen, haben wir hier die Double Take Mirror Spiegel. Die sind echt toll, die sind top, die haben auf unseren ganzen Reisen. Natürlich verschleißen die auch mal, aber die klappst du nach innen, dann gehen sie nicht kaputt. Halten unheimlich was aus, haben halt im Bereich der Kugel immer mal Verschleiß. Hinten ist es der 8032 müsste es sein, Fendig, den haben wir in schwarz und im weißen Programm. In diesem Fall könnt ihr drunter schreiben, was ihr denkt. Ich hätte jetzt einen schwarzen genommen, dass er halt dem Original näher kommt. Finde ich, passt da ganz gut rein, aber es ist immer Geschmackssache. Schreibt auch mal gerne dazu, wie ihr das Motorrad findet. Ich finde es Oberklasse. Wie gesagt, den Tank, wenn es aus Kunststoff geben wird, dass er ein wenig flexibel ist, wäre noch geiler, ne? Dass man keine Angst haben muss. Aber im Großen und Ganzen muss ich den Marc dazu gratulieren, was er da auf die Räder gestellt hat. Ja, viel mehr kann ich euch nicht sagen. Ich habe aber Fahrszenen für euch gezaubert. Liked uns in Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram und wo auch sonst. Macht die Glocke an,
Bis bald, euer Manuel Schad von SOD Sports. Ciao! Haben wir die SWT 143